Ja, hallo ihr Lieben. Wie ihr seht, haben wir hier ein bisschen umgebaut und hier steht ein ziemlich großes Formikarium. Einige von euch kennen das ja. Wir hatten da ja schon einige Ameisen immer drin. Also das heißt, wir lassen immer die Kolonien so ein bisschen heranwachsen und dann geben wir sie irgendwelchen Ausstellern, zoologischen Gärten und so weiter halt ab. Und aktuell ist das Becken leer. Wir wollen das Ganze wieder besiedeln. Das heißt, hier sollen neue Bewohner rein. Was sich ganz gut eignet für dieses Becken, sind diese Ameisen hier. Das ist Oecophylla smaragdina, Weberameisenart aus Südostasien. Viele von euch kennen die ja wahrscheinlich schon. Ja, ihr seht ja auch die ganze Brut, Eier und Larven. Und die wollen wir jetzt hier reinsetzen. Diese Art ist aber auch sehr empfindlich. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Formikarium richtig gut belüften. Und das ist hier gegeben. Und zwar haben wir hier unten einmal einen Zuluftbereich, das heißt, hier kann wirklich dann so Frischluft dementsprechend reinkommen. Oben sind dann auch nochmal Gitter drin, das heißt, die Luft kann abziehen und dann hat man so einen sogenannten Kamineffekt. Das heißt, also die Luft kann richtig schön reinziehen und wieder rausziehen. Dadurch habe ich auch eine gute Belüftung im Formikarium. Das ist halt wirklich wichtig, weil was die Art auf gar keinen Fall mag, das ist eine sehr stickige Luft. Weil in der Natur ist es ja auch so, die sind oben in den Bäumen, ja, da zieht ja dann auch immer frische Luft und so weiter vorbei. Da Abfälle rieseln runter. Die haben also nie irgendwie wirklich, dass sie in diesem stickigen Bereich sind. Und das ist halt besonders wichtig bei der Art. Und natürlich auch die Temperatur. Ihr seht, wir haben hier oben so ein Spottlicht. Ja, das ist wirklich so ein Wärmespottstrahler, der Wärme abgibt. Weil einige Leute es vielleicht schon mal mit dieser Art auch probiert haben, Erfahrung gesammelt haben, wissen, wenn die Temperatur nicht stimmt, entwickeln sich die Eier und Larven nicht. Also gerade für die ist es besonders wichtig, dass die Temperatur dann auch stimmt. Ja. Dann ist natürlich auch so, oder die Eigenschaft von der Ameisenart, die bildet ja lange Ketten, zieht Blätter so zusammen, verwebt das Ganze mit den Larven, können die ja dementsprechend so eine Art Riesenkokon für die ganze Familie halt bauen in den Blättern. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Pflanze, die Monstera. Das ist eine Pflanze, die sehr dickblättrig ist, dicke Blätter, also eigentlich eher schwierig ist für diese Ameisenart, die dementsprechend zu formen, zu biegen. Aber wir haben ja schon eine bisschen größere Kolonie und insofern würden wir ihr das zutrauen. Wir haben ja auch schon Erfahrung gemacht, also wir hatten ja auch schon mal mit Monstera, auch so mit diesen Weberameisen, die sie auch schön eingewebt haben. Besser ist natürlich für eine junge Kolonie irgendwie eine Pflanze, die halt nicht so dicke, stabile, also lange Blätter eher hat, die sich gut formen lassen. Und wir denken aber, das kriegt sie auf jeden Fall gut hin. Aber bevor wir sie einsetzen, fehlt natürlich noch der Ausbruchschutz. Ja, und es ist so, dass wir ja hier vorne eine Tür haben. Ja, und wir können das Ganze natürlich mit Öl machen. Also das machen wir so häufig, weil Öl natürlich auch ein bisschen transparent ist. Und dann ist es natürlich für eine Optik halt schön. Aber Öl hält die Tiere nicht ab. Also wir haben es schon oft gehabt, weil diese Weberameisen sind ja in der Natur ganz oben in den Bäumen, die halten sich ja dann so fest, also die können sich ja richtig gut festkrallen, müssen sie auch, weil wenn so ein Sturm kommt, wollen sie ja nicht gleich vor den Baum geweht werden. Und das führt dazu, dass sie eine gute Haftkraft haben und dann auch über dieses Öl rüberspazieren. Ja. Dann gibt es noch den Lack. Lack ist aber auch schlecht, weil wir haben hier die hohe Luftfeuchtigkeit. Ihr seht, wir haben oben auch noch eine Nebel angebracht. Das wird zwischendurch dann auch ein bisschen dieses tropische Klima reinbringen. Der Lack ist ja dementsprechend wasserlöslich und würde sich dann dementsprechend lösen. Deswegen werden wir hier das Pulver benutzen, also unsere Pulverbeschichtung. Sieht optisch nicht so schön aus. Man hat natürlich diese weiße Schicht, aber es hält die Tiere eigentlich immer am besten weg, so dass wir wunderbar dann die Tür aufmachen können, dementsprechend auch drinnen die Tiere dann füttern, versorgen können, ohne dass sie uns dann rauskommen. Ja, passiert natürlich trotzdem vereinzelt mal, ist nicht hundertprozentig, gerade bei der seitlichen Variante, aber im Deckenbereich ist es relativ sicher. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So, Ausbruchschutz ist angebracht. Ja, wir haben ja diese Pulverbeschichtung. Sieht halt, wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen nicht so schön, nicht so homogen aus, wie jetzt mit dem Öl. Also Öl wäre ja schon durchsichtig, aber Öl, da laufen die Tiere teilweise wirklich rüber. Also bei Oecophylla smaragdina ist Öl nicht so das Optimale. Wie gesagt, mit dem Pulver geht das ganz gut, muss zwischendurch vielleicht mal erneuert werden. Und ja, jetzt können wir die Tiere eigentlich einsetzen. Jetzt haben wir ja soweit alles drin. So, das ist das Röhrchen. Und wie wir sehen wir nichts, weil die Tiere sind jetzt ausgezogen. Wir haben ihnen nämlich eine neue Möglichkeit gegeben. Und zwar Röhrchen, Neströhrchen wird ja schon häufig genutzt. Aber in der Natur haben die Tiere ja normalerweise immer ein bisschen großvolumigere Nester. Ne? Also nicht nur einfach so ein langes Röhrchen. Und deswegen haben wir uns überlegt, bieten wir den Tierchen einfach auch sowas mal an. Ja? Wir haben sie jetzt umsiedeln lassen. Hier in so eine Nestkugel. Ja, die kann man dementsprechend jetzt erstmal hier so ranhängen. Ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Dann seht ihr auch, ne, wie die Tiere hier drin sind. Hier ist ganz viel Brut, Eier, Larven. Und das Tolle ist, die müssen ja das Nest sauber halten. Und das können sie dadurch, dass hier unten eine kleine Bohrung ist und dementsprechend schmeißen sie den ganzen Müll, Unrat, alles was sie nicht brauchen, einfach runter.
Dann schauen wir einfach mal an, ob die Tiere das jetzt längere Zeit noch nutzen oder ob sie jetzt vielleicht schon gleich morgen umziehen, weil jetzt haben sie natürlich eine bessere Möglichkeit mit den Blättern und können sich natürlich richtig frei wie in der Natur jetzt aus den Blättern ein Nest bauen. Was ich diesmal super interessant fand, war, die sind ja in dieser Kugel drin und da hatten sie ihre Etagen. Ja, darüber haben sie sich ja so eingewebt. Das war dieses gewebte Material in diesen Kugeln. Die sind ja dann umgezogen zu dem neuen Nest und die haben dann nicht einfach alles so liegen gelassen von dem alten Material, sondern die haben die Teile rausgeschnitten und haben das Ganze dann verarbeitet im neuen Nest. Und das hatte ich so in der Form jetzt auch noch nicht jetzt bei anderen Kolonien jetzt groß so gesehen, dass sie das ganze Material so richtig toll recyceln. Also diesmal haben sie es halt gemacht. Man konnte das dann auch sich schön anschauen. Und allgemein ist es ja auch eine super interessante Ameisenart, die Ökophea smaragdina. Wenn ihr noch mehr Informationen dazu haben möchtet, dann schaut doch mal bei uns im YouTube-Kanal, da haben wir noch ein paar weitere Videos gemacht. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!